Will you walk with me through the darkest night? When my world goes wrong, will you make it right? Will you guide my lips in all I say? Dear Lord, will you walk with me today? When I'm tired and weak, will you make me strong? When my mind's confused and all hope is gone, will you take my hand, lead away? Dear Lord, will you walk with me today? Will you walk with me? Ease my pain. Will you walk with me? Give me hope once again. When my eyes grow dim, will you let me see? Dear Lord, will you walk with me today? If my friend should go when there's no one there, if I call your name in my dark despair, will you come to me? Ease my pain. Dear Lord, will you walk with me today? Help me find the strength just to carry on. Teach me how to pray, for it's been so long since I fell on my knees. Ask you to forgive all my sins. Dear Lord, please forgive. Will you walk with me? Ease my pain. Will you walk with me? Give me hope once again. When my eyes grow dim, will you let me see? Dear Lord, will you walk with me today? Dear Lord, will you walk with me today? Wel, genovis alla. Ik vrij me hier waren te zijn dit avond. En ja, wie weet dat is en dat hier beyond een bed, is beyond prellig, beyond mellig, niet zeer ähnlich, aber da wenn wir kommen, wir wollen das jeder Sonntag haben, wir wollen das beloten, dass es jeder Sonntag ist, nicht bloß für jeden, was hier kommen, aber wir haben so viele Menschen, die uns vorne, die da even afhorchen doen en dat loont zich uit te brengen. En ik vraag me voor iedereen wat ons weiterloten heeft, dat hij den Herrn vingen heeft, of dat hij lezingen vingen heeft. En ik vraag me voor al die wat niet weiterloten doen, krijg ze zeggen, ik weet de harde werk, dat heeft niet te doen met wat we doen, dat heeft te doen met wat de Heer deed met dat wat we doen. En dat binnen kunnen we immer meer en immer meer leren. Ik heb vandaag een thema wat viele mensen te mij van gereed hebben, later tijd besonders nog. En dat heeft te doen met de onvergevende zin. Ik weet niet of jullie dat zo weet, maar we vingen Matthäus 12, vers 22 tot 32 in je schik, waar Jezus zelfs reden heeft. En hij redt ervan, du hast eine zin waar keine vergeving voor is. En wenn zoveel mensen door met ramkampen doen en zichzelf vrouwen, zie ik met zo'n zin top, jankert mij God zijn woord door te brengen en dat we keine Klarheit krijgen over deze zaak. Dat we niet durven aan die zin binnen zijn en dat we ook niet durven angst hebben als we zijn of niet. Zo ik denk, lijkt me mal ziemlich aan in dit en schrijf me mal niet bij vers op wat Gottes woord zijn. Wenn ik weet dat de teufel bruk van deze dag allerhand te zeggen en uitreden, kan ik zeggen, wat niet van de Bijbel komen heeft, om mensen angst te maken voor dat. En dan zijn ze daar binnen en weten niet waar ze gaan zullen. Maar waar het komt er aan, ja? Als dat, ga ik er een plaats gedaan, als voor mij geen vergeving. Ga ik een plaats gedaan waar je zei dat. En mij is dat interessant, maar dit nog derste dieren, nog waren veel klarer geworden, wat God zijn weg is daar binnen. En wat de mening is daarvan. We kunnen niet maar eenmaal bloos een vers nemen en brukken dem vers voor alle wegen.
Wir moeten das Wort Gottes nemen, zoals de Geest Gottes uns das openbaren hat, en de waarheid en dat geld daaruit vingen. Ja, de aanhoud van dat eruit vingen. En dat is mij wertvoll, wat we in de Bibel vingen. Ik zei, wenn dat wirklich so wird, dat is eine Sinn, wat er ist, bloß einfach keine Vergebung für wir, dann wird das nötig sein, dass wir wissen, was ist das von der Sinn. Was ist das? Weil das sagt hier klar, nicht? Ich will ein klein bisschen übergehen, das ist Geschichte, Matthäus 12, Vers 22 fängt das an. Da sagt es, wo Jesus in Besetner, Blinder und Stammer heilen deed. So da passiert ein Wunder Gottes, was hier passieren deed, dann Jesus das da offenbart deed für die Menschen, und das Mensch, der wird geheilt. Die Teufels verleiten nahm, ja. Und dann sage ich, die Pharisäer, die wären da, und die Pharisäer wären zu der Zeit, die, was Gott sein Wort sollen weiten, und was das ganze Sündeleben mit delen deiden, Menschen frei machen, opfern, all so Dinge staat. Und die sagen hier mit einmal, dass das Jesus, die dat mit dem Teufel seine Kraft, Teufels rüttrieben. Und ab das, was hier passieren, dass die Pharisäer diese Gedanken, diese Sei hadden, was hier passiert, dann dat Jesus hier some Dinge erklären. So wir wollen denken, dass er redet hier von diesen Pharisäer, oder zu den Pharisäer können sein, und was hier passiert ist. Jesus sagt dann, wo kann ein Reck mit sich selbst uneinig werden? So diese teuflische Macht, was er hier rüttrieben hat, wo wird er keine die teuflische Macht brücken, um die teuflische Macht rüttrieben? Kijk, so ist das Reck Gottes, Jesus selbst, hij is dat direct en hij is geen dem Teufel. Ja, dat de Teufel is geen arm, kunnen we zeggen. En hij weet wat de kracht over de Teufels had. En hij drijft de uit met wat? Met de macht, en wie kunnen zeggen van deren? Met de macht van de waarheid. Met de macht Gottes, kunnen we zeggen. Maar God is waarheid. En hier vraagt hij voorts. Kan je dat gleich zijn? Dat dit wat de schriftgeleerden, oder de Pharisäer, meine ich, da rütbringen deiden, dat absolut nicht stemmen können. Da macht er kurz klar, eindeutig der Vers sagt, und er redet von diesen Pharisäer. Da redet er von. So was hat er getan, oder was tun er da? Dann sagt er, redet hier von all den Sünden, wo der Vergebung für ist, kriegt es für das Besitzen, was der frei wird von der teuflischen Geister. Er wird frei, und so sagt er hier, diese Sündevergebung ist für rein alles, bitte diese heilige Geistes Lasterung. Da ist keine Vergebung, nicht in dieser und in jener Welt. So, und das ist, was so viele Menschen von der in Schreck gibt, Angst macht. Ha ich auch all dem heiligen Geist gelastet, oder was ist der heilige Geistes Lasterung? So, hier fing wir dort klar. Und er sagt dort, da ist keine Vergebung, nicht hier, auch nicht in jener Welt. So, wenn wir das nun nicht einfacher merken, sagen, na ja, vielleicht hat Gott doch vergeben, ja. Und hier werden wir noch mit wiedergehen. Ich will dann nur noch ankommen an das Jendel von das, wo wir wollen, diese Antworten finden. Dann haben wir Lukas 2, Vers 12 bis 10, Vers 8, fängt das vielleicht all an, 8 und 9. Da sagt das, wer mich bekannt für Menschen, dem wo ich bekannt für Gott. Und dann, wer mich verlegt für Menschen, dem wo ich verlege für Gott. So der letzte Eng von des Verses war dort, wenn wir verlegen für Menschen, und das ist, was passiert da. Diese Pharisäer verloren Gott seine Kraft, Jesus seine Kraft für Menschen und schoben dort um Teufel. Was auch ein Lehne ist. So sie brückte Lehnes, zum Lehnes merken, ja. Und das, was hier passiert ist. So, und hier redet er von den Menschen, was waren Gott verlegen für Menschen, dem, was Jesus verlegen. Bei Gott. So, der Anhalt von das auch war, diese Vergebung, was wir brauchen. Die Vergebung, was Jesus dat für uns ist, er steht an bei Gott für uns, jene Sinn. Und wenn wir waren, verlegen für Menschen, dann wird er uns verlegen für Gott. So, und diese heilige Geistes Lasterung, die waren nicht verjährt. So hier redet von dieser heiligen Geistes Lasterung. Dem wird nicht verjährt worden. So dann gehen wir nach Hebräer 10, 29.
Hier ist wahre Sonne, ich sage manchmal, das sind schrecklich Gefahren, wenn das wird so brücken, ja. Wir brauchen ab zu warten, was ist dort, was hier so sehr wichtig ist. Was ist dort, wo das hier immer wahre steht von, du hast nicht Vergebung. Hier fingen wir diese Geschichte von des mutwilligen Sünder. Und hier redet von, wann der Mensch Jesus Christus erkannt und hat dort Heil angenommen und jetzt war eine mutwillige Sünder und das sagt sogar, was sagt das? Er trampelt das Recht Gottes oder diese Radung, was er einmal angenommen hat, klingt er an. Und acht dort zu nichts, was er erst angenommen hat. Und von dem, sagt er, es ist nichts aus das herrliche Feuer. Und das schrecklich in dem Gott seine Hänger und seine Rache zu fallen. Das ist, was das hier uitbringen hat. So war eine Geschichte, was nicht bloß gerade so ist. Das sind Dinge, wo nicht Vergebung ist. So habe ich die getan, habe ich nicht. Dort wird uns viel mehr Angst. Und ich will Ihnen dort erklären, wo die Sünde sind. Dann haben wir 1. Johannes 3, Vers 4. Hier redet von den zwei verschiedenen Sorten Sünde. Er sagt, wer der Sinn tät, der ist arg. Und der Sinn ist dort arg. So Sinn ist immer arg. Da werden wir niemals an denken, dass Sinn nicht arg ist. Kraken don't, wenn wir auch Vergebung haben, dass wir frei waren von Sinn, aber Sinn ist danach immer arg. Das ist immer nach Sinn. Dann 1. Johannes 5, 16, da redet von, dass jefne Sinn, was zum Tod ist, da dürfen wir Himmel verbeten. Dann jefte nach Sünde, was nicht zum Tod sind, das habe ich verbeten. So, nu redet von einer Sinn ist zum Tod und eine Sinn ist nicht zum Tod. Waar ist das mit je so zum Angst kriegen? Na, da ich dann nu die Sinn, was zum Tod ist, will nicht mal derbe verbeten. Und hier erklärt dort von den zwei verschiedenen Sorten Sünde, was beides vom Teufel kommt. Einer ist Vergebung für, und der andere kann nicht mal verbeten. So, das hört sich sehr wunderbar, nicht? Dann ist 17. Vers, alle Gerechtigkeit ist Sinn, aber eine Sinn nicht zum Tod. Hörst du mal. Alle Gerechtigkeit ist Sinn, weil wir würde glauben sind, ist alle zum Tod, ja? Und das hier wird erklären, was eine Deuper wird hat. Nu will ich nicht sagen, dass das sind Sünden, was wir kennen, die bothern uns. Die bringen uns zum Himmel, no. Aber Jesus ist gekommen und er hat Sünde betont. Er hat alle Sünde betont, was er bis ihr zu tun gegangen, ja. Dort hat er alle getan. Was meint er dann? Hier sind Sünde, wo wir nicht mal darüber verbeten. Und hier sind Sünde, wo keine Vergebung haben, nicht auf diese Erde und nicht in jene Welt. Was ist das? Und das ist, was viele Menschen Angst macht. Und ich würde Ihnen gleich gaben abzuhalten, dass wir wirklich mal checken können, was sind das für Sünde. Ich will nicht sagen, du bist nicht in der Sinnbahnen, wo nicht Vergebung ist. Wenn du in mutwilliger Sünder bist, als es hier sagt, und du jetzt war, oder du bist bekeert, und du jetzt war in der mutwilligen Sünder, well, da ist nicht Vergebung für. Okay, werden wir wieder gehen. Das soll noch klarer rauskommen. Ich hoffe, die Worte verstehen können. Dann gehen wir ein bisschen nächstes, sagt der 18. Vers, sagt, wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich. Wer von Gott geboren ist, fing wir in 1. Johannes ein paar Stellen, der sündigt nicht. Wer dem Sohn von Gott im Hort hat, der hielt den Sinn ab. Wer an Gott glauben hat, der ist von ihm geboren. So hier fingen wir diese Dinge. So der ist frei geworden. Die Gerechtigkeit von der Sinn kriegen wir von Jesus Christus. Römer 1, 24, 26 und 28, da sagt, das ist auch eine sehr starke Tjongelie sind. Da redet von, wenn sie Verstand, Sinn hat verdreht, und sie leben dieper und dieper in den verdrehten Sinnen, und sie blieben da von Zeit zu Zeit bannen, und sagt, dann wird Gott loslassen. Das sagt dreimal im 1. Kapitel. Da wird Gott loslassen. Was meint das? Und hier ist, wo das Unterschied ist. Da wird Gott loslassen und die mutwilligen sind zum Tod verdorben. Das liegt da ganz klar. 32. Vers sagt,
wann sie je Gottes Gerechtigkeit kennen und weiten, wo sie den Tod verdienen. So, das reicht nicht aus, bloß einmal bekehrt zu sein und Gott sein Wort zu weiten und dann kommen wir um Himmel. No, wenn wir wahren uns sein verdreht, trägen oder alle gebundene Sünde leben, dann sagt es hier klar, Gott wird die loslassen. Und das Vers ist eigentlich so klar, dass wenn sie auch all das weiten, dann werden sie nach dem Tod verdienen, wenn sie bleiben beim dort tun. So, und dann gehen wir wieder nach 2. Timotheus 3,5. Hier redet auch von, zu der letzten Zeit, wo schreckliche Zeiten kommen. Und hier sind so eine Dinge, dass die Menschen waren viel von sich zu holen. Sie waren nicht mehr der ältere gehorsam sein, waren sich puchen, verroden und dumm sein und all diese Dinge sind da beinen. Und dann sagt es hingeran, der 5. Vers, und sie haben nach ein Schien, so waren sie leben, aber sie verlieren Gott seine Kraft. Da sagt es, so eine Menschen da meiden. Das sind die Menschen, wo der erste Römer auch von reden hat, dort die waren Verstand verdrehen, Sinn tragdrehen, einer wellen, einer janken, und Gott wird den Maritit loslassen. So, Römer 6, Vers 16, je sind Knechte für den Sinn oder für die Gnade. So, das Vers redet noch mehr von dort, aber ich habe das paar genommen. Entweder oder du bist ein Knecht für die Gerechtigkeit, oder du bist ein Knecht für den Sinn. Und hier ist der große Unterschied, was du es an uns, was wir tun mit das. Und diese Gelegenheit, wo Jesus sagt, wo nicht Vergebungen sind, ganz kurz erklären, dass ich keine geloten wurde, was er sagt, wenn du an motwelche Sinn lebst, und du weißt, dass das arg, was du das, und du bleibst dabei und entscheidest wieder zu singen, Gott wird dich loslassen. Du kannst nicht ab Gnade singen. Da fingen wir in Römer sehr klar, da ist es, weil schau, dann singen so viel es will, wenn sie Gott, die Gnade ist so groß, sagt Paulus, niemals. Wo weißt du, waran Knecht worden zu der Sinn, wenn du einmal bist frei geworden von der Sinn? Und das ist, was das rüttbringen hat. Und das ist auch diese heilige Geisteslästerung. Nachher denkt, was mir sehr klar ist an das, und das fing mir nicht korrekt so wirklich geschrieben in der Bibel, aber das heilige Geist ist der letzte und der einzige, was uns zu der Gerechtigkeit bringen hat. Gott, wie ist, der durch Propheten reden, er sagt Jesus und der starb hier für uns, nimmt die Sünde auf sich, und Gott ist nicht als Person hier, Jesus ist nicht mehr als Person hier, er führt nur im Himmel und steht da an bei Gott für uns. Nun haben wir den Heiligen Geist hier. Und das Heilige Geist ist der Einzige, der uns von der wirklich lehren und wiesen hat. Und wenn wir das Heilige Geist nicht annehmen, du hast kein Opferlot, da fing wir in Hebräer. Du hast nicht nach ein Jesus, was kommen wird. Du hast nicht nach ein Prophet, was kommen wird. Du hast nicht nach ein 1000 Jahre zurück, wo wir uns bekehren können. Ja, das sind 1000 Jahre zurück. Aber die Bekehrung meint durch diesen Heiligen Geist. Und wenn wir dem Wort zu Sieg stehen, du hast nicht Vergebung werden. Das andere Ding, das sagt nicht, wenn du hast, dann ist nicht Vergebung. Das, wenn du das, dann hast du nicht Vergebung. Wenn du von der noch dabei lebst und du das dem Heiligen Geist zu Sieg schieben, glaub nicht, dass du wirst im Himmel ankommen. So werden wir das klar merken. Und dann werden wir und denken und verwort erst dann Gnade. Weil ich will sagen, verrenn alle Sünde, wenn es das, was die Bibel lehren hat. Jesus hat nicht bloß meine Sünde betont, dass er hat die ganze Welt Sünde betont. Alle Sünde betont. Und wir haben feiner Vers in 1. Johannes 1, Vers 9. Und er gleicht dem Vers. Er sagt ganz klar, wenn wir wollen, unsere Sünde bekennen, was von der Sünde, alle Sünde, er ist treu und gerecht und vergibt uns die Sünde. Bitte, der Heilige Geist ist Lästerung, sonst sagt er doch nicht. Er ist treu und gerecht und vergibt. Wenn ein Mensch nach Arm kommt und Busse hat, er vergibt Sinn. Da werden wir nicht zweifeln.
Een mens wat de Heilige Geestes lastering gedaan heeft en hij jet naar God en dat bus hij, dan is dat vergeving. Maar wanneer die mens den Heilige Geest lastert, dan is geen vergeving. Ga je verstaan? Wenn het is bloß de Geest, waardoor we kunnen vrij worden, en wanneer we dem lasteren doen, dan passiert geen vergeving. Nu hebben we zo'n vers checken. Ik heb een paar timers. Dit next is vergeving voor alle zin. En ik denk bloos zo een beetje de Bijbel derg. En weet je wat? Er zijn ohne eng versen. Wel, ik zal niet zeggen ohne eng. Je wordt maar tijd voor horen. Maar ik deed bloos een Reimer checken. Ik deed een Matthäus checken. Ik deed een Marcus checken. Ik deed een al die brief checken. En ik had die niet meer al aan. Je know, wenn het ja bloos vers en vers en vers. Wordt het zijn dat het deze vergeving door is. Jezus is niet gekomen voor halve vergeving. Hij is gekomen voor ganze vergeving. En dat kan we krijgen. Reimer 6, vers 10 zegt, hij is voor alle zonde eenmaal gestorven. Alle zonde. Wanneer deze zin niet vergeving voor wir, wanneer een mens bösheid heeft, dan wordt het zijn bitter de Heilige Geesteslastering. Maar het zegt, alle zonde eenmaal gestorven en we kunnen vrij worden daarvan. Matthäus 9, vers 2, die zonde zijn die vergeeft. En Marcus 1, 4, predigt bisher voor de vergeving van zonde. Bitte Heilige Geesteslastering? No, sonst sagt het hier nicht. So diese Heilige Geesteslastering, ik wil niet de Bibel verdrehen, wat Jezus zelfs gezegd heeft. Maar ik kan ook niet Jezus in een andere weer wegschmieden en zeggen, oh nou, dat is het toch niet zo. Vergeving is doch voor alle zonde, dat heeft hij eeuwen en eeuwen gezegd, dat vinden we in de Bibel eeuwen en eeuwen. Maar wanneer du worst dem Heiligen Geist lasteren, dan worst du niet de vergeving vingen. Een mens wat dat deed, die scheft God te zien. En daarom is mir dat wichtig, dat we dat weten. We kunnen niet, nu ik de andere zijde een klein beetje uitgeven. Ja, want wie maar eenmaal bij daar komen en zeggen, nou ja, wel, dat is je voor alles vergeving. En de genade is je weer voor alles. En wanneer we waren zin je dat je vergeving voor. En du was aanvangen, de kracht Gottes te verleen met dien leven en die troubles. Dan leefst du en moet wel je zin. En wanneer du en moet wel je zin levend is, dan helpt nog niet meer voor die beden. Waarom niet? Wens du hast die Entscheid, zin te deinen. Du bist een knaag voor de Teufel geworden. Du hast die Entscheid, den Teufel te deinen. En wat helpt dat voor dem te beden? Oh ja, wie würde sein? Da will ich nicht sagen, wie uns alle wel nicht von sich hängen beten, want die will den Teufel deinen. Wir wollen danach für die beten. Aber er helpt nicht, Gott zu prachen, verjaft die, wenn die weten nicht, was sie tun. Sie weten, was sie tun. Een mens wat heeft, dat heilige hart, en hij weet waar de recht Gottes van komen heeft, waar de lezing van komen heeft, en dat waarom moet wel ik zingen, die trampelt op Jezus in de genodram. En houdt dat van niets. Veracht dat. Weet je wat, dat is wat hier zei, dat is niet vergeving voor. We hebben niet maar eenmaal bij doorkomen, nou ja, ik zie je halt een fehlerhaft der mens. Wat je mij daar halt te goed houden? Zijn je alle zin, dat zeg je in Reimer, zijn alle zin, dat kan je anyway niemals reich worden. Zijn je anyway bloos fehlerhaft, laat dat mal zingen, en God wat je mij toch wel al gnädig zijn. No, dat is wat Paul zegt. Sei ja lang niet. Dat is absoluut niet wat Jezus in Elias. Zijn Elias ganz klar en arg, dat hij is ons gnädig, war rein alle zinde, op een mout wel je zinde. Du ist nicht Vergebung, wenn sie entscheidet, sich Teufel zu dienen. Das werden wir klar merken. Lukas 1,77. Das Heil durch die Vergebung von Sünde. Johannes 1,29. Gottes Lamm, wat die ganze Welt Sinn drehen deed. So eeuwen, fing wir dort, dass Jesus ist gekommen für rein alle Sünden. Du hast Vergebung für Apostelgeschichte 2, vers 38, tauft die tot de vergeving van zonde. Wat meint de taufe? Onja water dukken? Ja, sure, dat is wat we taufen namen. Maar dat is niet uiterlijke taufe. Tauft die en erhoort. Duk die en de genade van Jezus Christus naam voor alle zonde is de vergeving. En we hebben daar niet aan twijfelen. Dan hebben we Reimer 4,8.
wir sind so eine Menschen, wenn wir uns Christus ergeben, durch den Glauben an sein Blut, wenn wir uns arm ergeben, dann, was sag ich, dann sind wir getauft zu der Vergebung von den Sünden. Reingewaschen. Okay, ein klein bisschen stillholen und nachdenken. Wenn du hier von der Satz und du zweifelst noch, was das alles tut, mein Leben, was wie dort? Sieg nach einmal beleidigt, sieg nach einmal bitter, sieg nach einmal vereuert, sieg nach einmal whatever, and lost, an geheime Sünde. Wenn du an geheime Sünde lebst, dann haft der Jesus nicht totrat, because du hältst an mit der Stich. Dort schafft nicht den Heiligen Jesus Leute wirken an die, wenn du an geheime Sünde leben hast. Bei der anderen Seite, dass wenn du klar hast in dein Hort, ich will Jesus dienen und wasch mich rein von meinen Sünden, dann hol die an diese Klarheit, wenn es dort als die Stimme, wo Gott die kennt hat. Wenn du mit ganz klar Hort kannst sein, ich will Jesus dienen. Wasch mich rein von meinen Troubles. Da ist, wo Jesus bijna leben hat, und da ist, wo er die kennt, als den Kind, und dort ist, wo da Vergebung ist. Dann kannst du beten für deine eine diese Ding, was du hast, und die Gebete werden die reinwaschen durch Jesus Christus im Blut. Aber wenn du Sünde hast am Hort und du hältst dich, du bist ein Mut, weil du Sünde hast, dann hilft es nicht, wenn du für Vergebung beten hast, wenn du hast entschlossen, die Sünde zu tun. Ist Ihnen dort klar? Dann wirkt Vergebung nicht. Wir können danach beten, wir können danach prachen, aber das passiert nicht. Das ist nicht Kraft. Das ist keine Vergebungskraft in uns, was er leben hat. Und das ist der unvergebende Sinn. Ja? 1. Korinther 15,3, Christus ist für unsere Sünde gestorben. Weet je wat, dat zijn nog mijn ervaringen. Ich hatte lange nicht alle abgeschrieben. Aber Christus ist für unsere Sünde gestorben. Christus ist bekannt mit rein alle Sünde. Wo ist er bekannt geworden? Wie würde sagen, hey, habt ihr Gott gesündigt? Hey, weet je Gott, hoe dat jetzt sind? Weißt du was? Jesus Christus weiß ganz korrekt, wo die dort im Hort geht, und er kann korrekt feilen, wo die dort geht. Er ist bekannt mit uns Menschen. Er kennt uns Menschen. Er kennt mich als sein Kind, und er weiß dort, wo ich gelastet habe. Er weiß, wo mir das geht, wenn ich beleidigt sie. Er weiß, wo mir das geht, wenn ich dull sie, wenn er wohnt an mir. Oh, kann ich dann dull werden? Nein, ich will nicht. Aber er weiß, was dort passiert. So Jesus, der ist bekannt mit der Sünde, und er ist korrekt für dich gestorben. 2. Korinther 5,19 sagt, Gott errechnet ihre Sünde nicht tau. So er hat nicht eine Rechnung abgestaltet, er abgeschrieben hat, wie viel Sünde wir getan haben. Er rechnet, habt nicht mal an. Warum nicht? Wenn wir glauben an ihm, wir nehmen an im Glauben an, dass wir frei waren, gerecht waren für Gott, durch dort, was er getan hat. Dann haben wir geladen rein Feuer. Er gab sich selbst für unsere Sünde. Und warum sagt er dann nicht, wenn der Sünde sind, wie keine Vergebung für uns, warum sagt er dann nicht, bitte, Heilige Geisteslästerung? Ich weiß nicht, wo je klar war mit dieser Sache, aber mir ist das sehr klar, wir können nicht Gott sein Wort nehmen und Riete dort zu bieten und dann sagen, okay, jo, nu ist ich ganz verloren, wenn ich einmal, und weißt du was, der Teufel das mit uns, ich sage mal einmal, und wir haben, vielleicht haben wir gespott über Gott sein Wach. Okay, dann habe ich eine heilige Geisteslästerung getan. Für mich ist keine Vergebung. Und weißt du, wann der Teufel uns damit kann? Duldrake, der Wort. Der Wort. Der andere sieht, als, okay, das ist ja nicht so schlimm. Wenn das dann alles so ist, ist ja bloß alles Vergebung. Na, was baut das dann eigentlich? Kann ich hier mal schmecken, kann ich hier mal zippen, kann ich hier mal pflegen, aber das ist ja genug doch. Weißt du was, hier sind diese zwei Seiten. Weil wir das klar merken, dass Gott sein Wort und seine Gerechtigkeit ist auf die Menschen, die glauben an ihm und Kraft brücken von ihm. Das sind die, wo diese Vergebung wirksam ist. Und das haben wir verbeten, dann ist die Vergebung da.
Aber das sind Sünde, der halt nicht, wenn wir dafür beten. Wenn wir anschloten zu singen. Epheser 1,7, die Vergebung für alle Sünden. Kolosser 2,13, als wir dood werden, vergolft hij uns alle Sünden. Horcht mal. Dass wir nach Deupen sind wir nicht erkennen können, wer Gott wir. Dann vergolft hij uns alle Sünden. Hij vergolft 2000 Jahre terug die Sünden, wat ik alle gedaan heb. Nu. Die vergolft hij door al. Maar weet je wat? Waar ik die aannemen, waar du die aannemen, dat wordt het ontvangen te werken. Dat wordt het levendig wordt. Dan Hebreeër 10, vers 16 en 18, hier redt het van dat nieuwe bund. Waar een zeer klare teken dat God zelfs sagt, hij wil onze zin niet meer gedenken. Waarom niet? Wenn hij weet, wanneer hij dat deed, dan kan we niemals gerecht worden voor hem. Het is geen weg van ons gerecht te worden. Dan verjaft ons die zinde rein alle. Maar hij is niet maar zo'n foto's doen. Ik mag maar zeggen, waar de jongens kunnen spelen met ons. Voor ons hing het licht. Dat wordt bij ons niet passeren. Hij is gerecht, hij is alwissend, hij is alzehend. En hij maakt wat ons hart is. Wanneer du opgenood zin geweest. Dat is wat ik vind, wat een ganz klare woord Gottes is. Du hast nicht Vergebung. Nu wil ik niet zeggen, du hast nicht Vergebung, wanneer du bist is. Aber da, wo du entscheiden ist, das zu tun, da kannst du nicht bloß beten, als das vergift. Du musst trägen, Kreuz Buße tun. Dann ist die Vergebung. So der neue Bund sagt ganz klar, dass er das unsere Sünde nicht gedenken. Nächste Ding, wo wir diese Vergebung anwenden, für alle Sünde, das ist durch den Glauben. Wir brücken diesen Glauben an Jesus Christus, das passiert ist, und dass wir in Knach worden Glauben zu Jesus, da an als wir Gerechtigkeit wirken. Römer 4, 5-20, da sagt es, diese Gerechtigkeit durch den Glauben, hier ist Vers für Vers, immer war es selbst, das Glauben an die Wahrheit an Jesus Christus, dass er für meine Sünde gestorben ist und für alle Sünden, das ist, was mir gerecht macht für Gott. Und hier ist nicht abgetekent, bitte diese Sinn nicht. Aber wo du an diese Einstellung kommst, dass du wirst durch den Glauben gerecht worden für Gott, dann darfst du nicht dem Heiligen Geist lasten. Dann darfst du dem Heiligen Geist folgen. Das ist der Einzige, was dich trägt. Und du kannst dir überhaupt nicht bekehren, ohne diesen Heiligen Geist. Dann ist mir das mal einmal klar wird, dass wir diesen Heiligen Geist brücken tun, als unser Fuel zum Leben. So sind fort ich nicht sofort ohne Gas, so fort du und ich nicht ohne diesen Heiligen Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist lastern tun, dann ist dort keine Vergebung, das wir verstehen können. Aber wenn wir durch diesen Geist getroffen worden, zum Buße tun, dann ist dort Vergebung, das lehrt Gottes Wort. Weil wir da nicht Angst haben, du hast nicht Vergebung. Römer 4, Vers 1. Nu sind wir gerecht geworden für Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Und dort meint das Vergebung. Dann der Römer 9, Vers 30. Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommen hat. So, wir haben so viel von diesem Glauben. Und ich habe hier 4 Wörter. Eins ist der unvergebende Sinn. En dat andere is de vergeving. En dat andere ding is am geloven. So dit zijn de connections. En weet je wat? Ik wil je een karakter zeggen warnen. Voor een moet wel je zin leven. Als warnen voor angst ha, dat is niet vergeving. Dat zijn beides dingen wat de teufel drijven heeft. En wie vingen dat? Mensen denken zich ding traag, wat vielleicht Heilige Geistes Lasterung wird sein. Some reden von noch einmal Taufe loten. Dann hast du dem Heiligen Geist gelastert. Weil sagt der Schrift, wo fängst du dort, wenn du wirst einen Mensch angrüllen, du sollst ihn nicht taufen loten, noch einmal, ja? Und ich sehe hier nicht zum sagen, 2-mal Taufe, wenn die Bibel lehrt bloß eine Taufe. Und dat is de reinwaschung im Hart, wat allein durch Jesus Christus zijn bloot passeren kan. Dat heeft niets met woorden te doen. Dat heeft te doen met de reinwaschung im Hart. Dat is de ene taufe, wat is, wat de Epheser 4 zijn dat. Dat is bloos eine taufe. Dat is bloos ein Gott. Dat is bloos ein Vater.
Du hast bloß ein Jes, waarop een Wahrheit ist, und wir wollen nu nicht anfangen, zwei zu lehren. En moet zijn dat dit is of dat is niet. We hebben de Bijbel nemen en dat wat de Bijbel uitbrengen heeft, we hebben dat klaar hebben. Dat is wat het leren heeft. Oder zum Beispiel von einer Gemeinde oder andere gehen. Weil er ist bloß eine Gemeinde. Horch dir mal. Du hast bloß ein Körper Christi. Du kannst nicht von einer Gemeinde oder andere Gemeinde gehen. Du kannst bloß an den Lief Christi in Glied sein. Das ist, was du kannst. Nur Gottes Wort noch. Wenn du davon weichst, dann jäst nur der teuflische Seed. Aber wenn wir dort nicht so ein kleines Hack gebühren, glauben, ich sehe hier nur, oder wir hier sind nur Christen, und wer nicht hier nur diese Klasse kommt, der ist verloren. Niemals. Ich habe ihn nicht tun. Gott sein Wort lehrt dort nicht. Und dann werden wir dort nicht Heilige Geisteslästerung nehmen. Wenn wir klar machen, was Heilige Geisteslästerung ist, das muss welch ein Sinn leben. Fing ich hier noch wieder an, Römer 10, Vers 6, wieder, da sagt es, dort wird es die ganz dicht bei angekommen. An den Müll und an den Hort. Das wird das Wort Gottes ist. Und wenn wir dort Wort Gottes jelle lassen, ob diese steht. Noch beide Seiten haben. Wenn wir nicht mal einmal so denken, dass wir können ab genug sind. Das ist ja mehr oder weniger, ja, Gott, was je mir da annehmen an der Sinn. Weißt du was? Wenn du anwäschst, dass du hast einen Fehler getan, dann go nur Christus. Wenn es dort ist, ich finde, wenn 1. Johannes sehr klar. 1. Johannes 1, da redet von an dort Licht wohnle. 1. Johannes 1, nein, sagt, dort wir wurden verjährt von der Sinn und er macht uns rein, durch Wort, durch sein Blut. Und das ist, was du und ich Tag für Tag brücken, das Kreuz Christi, 1. Korinther 1, 18, da sagt, dass wir, was da gläubig sind, wir brücken das Kreuz Christi. Dat brücken du und ich Tag für Tag. Wir machen hunderte Fehler am Tag und wir brücken hunderte Mal, waren um Kreuz zu gehen und sagen, oh, sorry, ich sehe auch. Und da ist wir Vergebung überdagen. Da können wir beten, an wo wir vergebt. Ich kann nur Gott beten und froh um Vergebung von meinen Sünden, dann ist das vergebt. Und wenn ich entscheide, Sinn zu tun, dann ist das nicht vergebt. Dann sagt im 2. Kapitel, Liebe Kinder, sagt er, ja. Ich schreef je niet dat je op hier moet zingen, of dat je niet zingen. Maar denk dan, wanneer du zingen das, dort ist Jesus gekommen. Wenn wir nicht immer die Sinn gehen und nächsten Mensch trauen, oder dem Teufel beschuldigen, für das Jahre sind nicht da. Wenn wir nur Christus gehen, oder das zwischen mir und Gott ist, und er steht an bei Gott und sagt, Gott, ich habe deine gerat, vergib dem diese Sinn, recken dort nicht auf. Ich habe sie genommen hier, ich kann ihn, er ist frei. Dat is Jesus dat we hebben. Wanneer we zijn gedaan. En ik lees die vers. 1. Johannes 3, vers 5. Dort is Jezus gekomen, dat hij ons de zin wegneemt. Hoor je mal. Hij neemt ons de zin weg. En weet je wat, we hebben niet deze Jezus. Wat zijn leven gegeven heeft. Der is de kracht van God. Diesen Jesus nur aufachten und sagen, no, für diese sind es nicht Vergebung. Wenn wir nur Jesus gehen, er ist treu in gerecht und vergibt uns die Sinn und er macht uns rein von all diesen Antugenden. Und dort wir im festen Glauben, dem wir vorwärts gehen. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer sind das? Das ist vom Teufel. Hörst du mal. Wer sind das? Das ist vom Teufel. Okay, aber ich sehe Gott, das ist nicht keine Sinn getan, wo da? Hier werden wir wahre verstehen, wer da entscheidet, einen Sinn zu leben, der ist vom Teufel. Das ist doch klar. Wenn du die entscheiden, dass ich will dem Teufel dienen, dann bist du ein Knast zu dem Teufel. Warum? Wenn der Teufel haft, dann haben wir gesündigt. Nein, hör ich mal, was das nächste Ding sagt, von der 8. Vers sagt, dort ist Jesus gekommen, dort hij die Worte von dem Teufel verstieren hat. So, nicht habe beides nehmen. Wenn ich entscheide, Sinn zu tun, dann sehe ich vom Teufel. Und wenn ich habe Sinn getan, das kommt vom Teufel. Das ist beides Wahrheit. Und wenn ich habe Sinn getan, das kommt vom Teufel, dort habe ich Jesus. Dort hij die Worte von dem Teufel verstieren hat. Dort hij die Sinnkraft aufhakt. Das passiert nicht mehr. Da sind wir frei von.
Dan sagt het, wer uit God geboren is, die dat keine Sinn. Bist du uit God geboren? Hier, wenn wir das nehmen, dann sollen wir einmal 7 noch bechecken. Der nächste Eng, was dort lehren hat. Wer das Sinn je, wenn du hast einen Fehler gemacht, wenn du bist in Versuchung gefallen, und du hast mir einmal gepflegt, oder du hast mir einmal gelebt, oder du hast mir einmal gegrunzt, hast du dann gesündigt? Ans Fleisch, sagt Paulus, sündigt, denn das Wort immer. Wer zie ik van jou, fleischlich oder geistlich? Wel, ik habe mich entschlossen, Geist zu folgen. So, wenn diese Besinnung passiert ist, da ist, wo der Jesus gekommen ist, dort hat die Sinn, die Wirkung von der Sinn verstorben. Das habe ich verbeten. Dort sind die Sünden, was ich Johannes sagt, da wir alle verbeten. Dann sie vergift. Na, in der 10. Vers, da an wird es offenbar, wem sie Kinder je sind. Gott sehen oder den Teufel sehen. Hörst du mal. Diese heilige Geisteslästerung wird bewiesen, als wir dem Teufel dienen oder nicht. Wenn du dem Heiligen Geist lastert, das meint nicht, dass du einmal hast ein Anrechtet wird gesagt. Das meint, du hast dich entschlossen, jedem Geist den Teufel zu dienen. Und dann bist du, ich würde das mal gleich, dass ich das verstehen kann, dann bist du nicht mehr an der Vergebung. Du bist an der teuflischen Macht. Und was sagen wir dir? Du wirst den Tod oben. Das wird sein. Das. Und das kann ich nicht klar merken. Das wird Gottes Wort sehr klar uitbringen. So, nach 1. Johannes 4 ein klein bisschen. Hier sagt es, glaub nicht jeder jetzt, was du hier hast. Glaub nicht jeder sei, was du hier hast, wie das tut. Wenn der Heilige Geist ist Lasterung. Einer sagt das, der andere sagt dort. Einer sagt, wenn du Sontag hast, dann hast du das getan. Oder dort, dann hast du getan. Der andere sagt sogar, dann hörst du mal ein bisschen. Wer will ein bisschen abpassen? Ich will dir ziemlich dicht beikommen, das mal. Dort nicht zu leicht mit einmal sein, Jane gemeint, so steht dort ist vom Teufel. Hörst du mal. Das ist ganz korrekt, wie Jesus ab das reden hat. Wenn Jesus durch eine andere Gemeinde, eine andere Gruppe, als du bist, denkt das, was die nicht klar sind, pass auf, dass du nicht, wenn ihr diese Glaubers kommen, was sei das vom Teufel. Das, wo wir in sehr großes Gerecht sprechen, was kriegt Jesus von das redet, von den Pharisäer, die kriegt dort. Nur weil wir verabpassen. Weil wir nicht zu hastig rechten. Das war das. Weil wir dort Gott übergeben. Das ist nicht unsere Sache, zu rechten, was die andere Gruppe hat. Das ist Gott seine Sache, die zu rechten, auf dem Weg, was recht gerecht ist. Das ist nicht unsere Sache. Warum? Weil wir klar merken, dass wir nicht mehr einmal wahre Sünder im Loten. Ah ja, ich habe nicht recht. Das habe ich immer so gehört. Hurerei ist ja immer in der Gemeinde gewesen. Stehlerei, Legen ist ja immer gewesen. Was je doch wohl gut sein. Weet je wat? Sinn ist Sinn. Das ist, was Gottes Wort uitbringen hat. Das habe ich niemals, ich sage mal, die Menschen, der wir nicht rechten, aber die Sinn, habe ich nicht recht gegeben. Und hier jaft es so, dass wir mal einmal mal klar haben, even mein Bruder kann das sein, wenn der sagt, ich tue am Rechten, no, ich tue die nicht recht. Aber dort, was du das hat Gottes Wort recht. Wenn du einen Sinn lebst, so sagt es klar, Matthäus 18, dann go und vermond den Bruder, erklär ihm, das ist Sinn. Ich lebe die, aber was du das besteht nicht. Da wir die Klarheit durchhaben. So, wenn wir nicht jeder Yes glauben, wovon Yes, wer wir glauben, das sage ich, da sind sehr viele falsche Propheten, Worte viel kommen, die sind null. Dann sage ich, da an soll je den Yes Gottes erkennen. Jeder Yes, jede Anstellung, wird bekennen, dass Jesus am Fleisch wohnt. Das ist von Gott. So, hier habe ich sehr klar Rückfinger. Ich sage immer, Gottes Wort ist, wie hat die Bibel? Wenn wir die lesen, jeder Yes, was die klar hätte gegeben, dass Jesus ist, der was von der Sinn gekommen ist. Der ist von Gott. Aber der Yes, der sei, der Prophet, der Red, was kommen hat, was nicht Gottes Wort ist, der ist nicht von Gott.
Die ist tragestalt geworden. So hier sind sehr feine, klare Dinge. Dann sage ich, Kinder, je sind von Gott, je ha die Beise jetzt überwunden. Das redet zu uns. Wir haben das klar haben. Wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, wir haben uns bekehren, wir haben die Ware geboren. Und sagen sie, sind mal dort auch ganz klar, was meint Ware geboren worden? Es sind auch so viele verschiedene Udlei. Der eine sagt, du musst das Ware geboren werden. Du musst so ein Prediger gehen und beten. Der andere sagt, du musst hier so eine Erfahrung haben. Du musst ganz zum Eingfeilen. Du musst hier gut geroht haben. Du musst hier späterlich leid werden. Alles die Dinge habe ich durchleiden. Weißt du, was eine Ware geboren ist? Es ist eine Gemeinschaft mit Gott. Umwängen von dem Teufel deinen und Gott deinen. Und das, was am Hort passiert, das, was passieren muss. Das passiert nicht bloß gerade so automatisch in der Kirche oder für einen Prediger. Hier muss ein Belebnis am Hort sein, wo wir diese Entscheidung merken können, Jesus Christus zu dienen. Weil das ist der Sprech, was Jesus getan hat. Wenn wir nur ankommen, sagen, ich will die mit meinem ganzen Hort dienen. Mag du mir rein. Das ist der Sprech, was Jesus uns getan hat. Und mit dem Sprech, was uns genommen am Lebensbuch geschrieben. Und whatever das ist auch ein Beispiel. Ich glaube, Jesus sagt für ein Buch und Schrift, die Bibel sagt das. Aber ich glaube, dass diese Connection, was das Lebensbuch ist zwischen mir und Jesus, was da ist ein Buch, kann sein, was wir leben an und das ist lebendig. So manche haben klar, er ist im Himmelsbuch geschrieben, aber sie haben nicht klar, wer sie sind. Sie haben nicht klar über sich. So, da kann der Rick, ich sage mal, der Name ist zu kort. Der redet nicht von hier bei Jesus. Der brückt von hier bei Jesus zu reden. Dort Leben ist der Name. Heißt Connection mit uns. Dann passiert hier bei ihr, was im Himmel passieren wird. So, diese Klarheit braucht wir. Wenn es der, was an ihnen wohnt, der ist geraten. Weißt du was, das will ich ihnen alle sagen. Der, wer an die wohnt, das ist Jesus Christus. Wann du dem hast angenommen, das ist die Bedingung. Du musst klar merken an dein Hort, dass ich will Jesus dienen. Dann bist du sein Kind und dann hast du die Kraft, jendes bei sich jetzt. Dann werden wir Angst nicht rumlassen. Wenn du mal einmal zu tun hast, du hast die Heilige Geist gelassen, dann geh nach Jesus. Das ist kein Mensch, der dir helfen kann, das ist Jesus, der dir helfen kann. Sei ihm dort. Und dann wird die Friede geben, wenn wir haben Jesus, der uns alle Sünde verjagt. Wir werden Schluss merken. Wir werden abstehen und beten, ja? Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Und Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade, für deine Vergebung. Und Herr Jesus, ich danke dir, du uns kannst klar merken, das macht wel je Sinn. Kein Mensch hier reich merkt. Herr Jesus, help uns von dir. Und jeder, was hier ist, help uns, am Herzen anzugehen und zu fragen. Jesus, ich will dir dienen. Ich will nicht meine Sinn dienen. Ich will nicht dem Teufel dienen. Ich will allein dienstreich sein. Herr, wasch mich rein. Und halt mich los von Angst. Wenn es bei dir der wie keine Angst hat. Wenn Menschen sagen, Sohn des Heiligen Jesus, lassen und Herr Jesus offenbar uns war das. Dass wir nicht darüber mit Angst angefacht sind. Oh, himmlische Vater, und ich bete für jeder einer, was hier horcht, was hier checkt, was im YouTube checkt. Help dich, dass die verstehen können, was dein Wort ist. Und dass da Lösung und Heilung ist. Und aber Herr, wie sagt er, dass Mord wel je Sünde nicht eine Vergebung ist. Herr Jesus, mach uns rein, mach uns klar, was dein Willen ist. Und im Namen Jesus. Amen.
tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar.